Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolack-Affern und begrüße dich zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du Hologramme mit der Rotationspoliermaschine entfernen kannst. So, du hast gesehen, wir haben ein schönes Kunstwerk auf dem Lack. Man kann auf jeden Fall genau die Bahn erkennen, die die Poliermaschine hier gefahren ist. Solch ein Bild, auch in der Stärke, sehen wir wirklich sehr, sehr oft. Sei es Unvermögen oder Unwissenheit, es sieht schnell mal so aus und das ist wirklich katastrophal und sieht einfach überhaupt nicht schön aus. Das Schöne ist, wir können sehr schnell beseitigen und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Ganz kurze Erinnerung, was sind eigentlich Hologramme? Hologramme sind feine Kratzer, die durch eine sehr gleichmäßige Bewegung entstehen, in der Regel durch eine Rotationspoliermaschine oder aber auch beim Waschen. Daher können wir auch von der Logik rangehen und überlegen, okay, was muss ich machen, um feine Kratzer zu beseitigen? Logischerweise polieren und das idealerweise mit einer feinen Politur. Man kann hierfür natürlich eine Exzenter-Poliermaschine nehmen, gar keine Frage, gar kein Problem. Allerdings bin ich mit der Rotationspoliermaschine deutlich flexibler. Ich muss seltener den Stützteller wechseln und kann viel schneller gerade bei Fahrzeugen arbeiten, die viele Rundungen, Kanten und Sicken haben. Hierzu verweise ich nochmal aufs Rotationspolieren-Video oder auf die Serie Teile davor, wo wir es in der Tiefe erklären. Das A und O, worauf es jetzt wirklich ankommt, ist ein Hauch von Politur zu verwenden. Wirklich, nimm erstmal wirklich wenig stecknadelgroße Köpfe, probier dich aus, lass die Maschine lieber ein bisschen trocken laufen und leg nach, als wenn du einmal zu viel nimmst. Dann wird das Ergebnis nämlich nie schön. Wir nehmen jetzt diese Menge an Politur, die ich dir gezeigt habe, für wirklich einen ganz großen Bereich. Das siehst du wirklich gleich. Lass dich einfach mal ein bisschen mitnehmen und vielleicht auch überraschen, wie wenig Politur ich eigentlich benutze, um hier ein hologrammfreies, schönes Ergebnis zu erzielen. Du hättest sogar meiner Meinung nach für die Tür sogar noch ein bisschen weniger verwenden können. Man muss immer so ein bisschen abwägen, wie reagiert der Lack. Ist es Sticky Paint, der ein bisschen klebt, da muss man ein bisschen mehr nehmen und vielleicht nochmal nacharbeiten, wie hier, der hat wirklich ein bisschen geklebt. Ist es sehr unkomplizierter Lack, dann kann ich sogar noch weniger nehmen. Ansonsten gilt, fahr ruhig schön langsam. Ich fahre die ganze Zeit auf Stufe 1. Du kannst auch auf 2, 3 oder 4 fahren, wenn du damit gut klarkommst. Denk einfach ein bisschen an die Theorie. Es ist ein Polierkorn auf dem Lack, das einfach Zeit braucht, um dort auf dem Lack auch zu arbeiten. Es darf nicht zu schnell beschleunigt werden, also zu schnell zu viel Umdrehung, weil es sich dann komplett zerlegt oder sehr schnell zerlegt und einfach nicht die Schleifwirkung haben kann, die ich gerne vom Polierkorn hätte. Deswegen fahr ruhig am Anfang immer auf Stufe 1, sowohl beim Verteilen als auch beim Arbeiten. Und dann dreh hoch, wenn du möchtest. Ich bleibe zum Beispiel die ganze Zeit auf Stufe 1. Du siehst, ich trage eine Kopflampe, sieht immer nicht besonders hübsch aus, hat aber den riesengroßen Vorteil, dass du eine frontale Lichtquelle auf dem Lack hast und direkt siehst, was unterm Lack passiert. So kannst du gerade auch dann im Bereich Cut zum Beispiel auch einzelne Kratzer beobachten oder aber jetzt hier im Finish-Bereich, im Anti-Hologramm-Bereich dir die Politur ganz genau ansehen, gucken, wie weit hat sich das Polierkorn schon zerlegt, wie cremig ist sie. Das siehst du auch hier schön im Bild. Wir sind hier noch in einem Polierstatus, sage ich mal, der noch lange nicht bereit zur Abnahme ist. Würde ich das jetzt runternehmen, hätte ich weiterhin Hologramme, immer noch Hologramme nicht, sondern wieder Hologramme von dem Poliervorgang, den ich gerade mache. Mach dir den Spaß, nimm eine Politur deiner Wahl mit der Rotationspoliermaschine, trag sie auf einen kleinen Bereich auf, fahr einen schnellen Kreuzstrich, nimm sie runter, mach daneben das gleiche und fahr aber so lange, bis die Politur durchsichtig ist und vergleich einfach mal die Ergebnisse, dann wirst du wissen, was ich meine. Ansonsten guck dir gerne nochmal das Video Polieren mit der Rotationspoliermaschine in der Theorie und Praxis an, um das tiefer zu erkennen. So, Kanten kannst du ruhig gerne auf Kante fahren, das macht überhaupt nichts, das ist gar kein Problem. Und dann, wenn du der Meinung bist, die Politur ist weit genug, nimm die Politur vom Lack runter. Wenn sie sich nicht leicht runterwischen lässt, gerade im Finish-Bereich, dann weißt du, dass die Politur einfach noch nicht zu weit genug war. Oder aber du zu viel Politur benutzt hast. So. Ich habe nämlich genau das gemacht. Ich habe zu viel Politur benutzt. Deswegen gehe ich mit dem gleichen Pad nochmal auf die Stelle rauf. Ich lege keine Politur nach, sondern drücke wirklich nur nochmal den Rest aus dem Schaumstoff raus und arbeite nochmal einen kleinen Teil nach. Das kann man wirklich immer machen, wenn man merkt, oh, ich habe hier zu viel Politur benutzt. Ich kriege sie nicht durchgefahren. Oder wenn ich sie runternehme, ich sehe, ich habe noch Hologramme. Keine Politur nachlegen, einfach das Pad nochmal draufdrücken und nochmal kontrollieren. Oder beziehungsweise unten nochmal mit der vorhandenen Politurmenge nachfahren, bis das schön durchsichtig ist. Zum Kontrollieren immer ein Wipe-Down-Spray benutzen, Isopropanol oder wie hier Mineralöl basiert. Mineralöl basiert hat den Vorteil, dass ich wirklich alle Sachen runternehme. Und dann, ganz wichtig, mit einer guten Lampe das Ergebnis kontrollieren. Der Schlüssel zum Erfolg, um Hologramme zu beseitigen oder auch dann seine eigenen zu entfernen, wenn man welche verursacht hat, ist wirklich ganz wenig Politur zu nehmen und die so lange zu fahren, bis sie komplett durchsichtig ist. Dann ist auch mit der Rotationspoliermaschine auf 99% der Lacken ein hologrammfreies Finish möglich. Ja, auch auf Unischwarz, das zeigen wir euch in der Challenge. Einzige kleine Ausnahme ist sogenannter Sticky Paint, das heißt Lack, der die Politur kleben lässt. Dann habe ich nämlich das Problem, dass ich diese Politur nicht bis zu diesem Status oder bis zu diesem Punkt kriege, wo ich sie durchgefahren habe. Da hilft nur sehr kleine Bereiche machen, das ist sehr zeitaufwendig
oder manchmal wirklich einfach die Exzenter nehmen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal, bleib sauber, dein Autolacker.